Hallo, mein Name ist Mareike Picklum und ich bin eine der Bearbeiterinnen vom Teilprojekt P01. Also ich bin zum SFB gekommen, als die Materialwissenschaftler, die bereits im SFB waren, uns nachträglich eingeladen haben, um das Projekt P01 zu unterstützen und mit Methoden der KI und des maschinellen Lernens zu erweitern. Ich entwickle ein KI-System, das langfristig dazu gedacht ist, es Materialwissenschaftlern zu erleichtern, neue Materialien zu finden bzw. zu entwickeln. Das heißt, ich benutze nicht nur die experimentell im SFB erzeugten Daten, sondern kombiniere verschiedene Wissensquellen und versuche somit den kreativen Schaffensprozess, der bei Materialwissenschaftlern üblicherweise durch Intuition und Erfahrung zustande kommt, zu formalisieren und somit dieses Wissen maschinell nutzbar zu machen. Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich hauptsächlich programmiere, wobei das hauptsächlich die Softwarekomponenten sind, die die intelligente Datenanalyse beinhalten. Dazu kommen dann aber auch noch zum anderen die Komponenten, die dazu da sind, die Ergebnisse der Lernalgorithmen zu visualisieren. Das hilft nicht nur mir selbst, sondern auch den Materialwissenschaftlern, die doch recht komplexen Zusammenhänge leichter zu interpretieren und auszuwerten. Also hier im Interface kann man links oben die Datei auswählen, für die man eine Analyse laufen lassen will. Hier unten kann man das Analyse-Tool auswählen. Hier kann man jetzt die Visualisierung der Ergebnisse des Analyseverfahrens sehen. Wenn man mit der Maus darüber hovert, dann kann man sich noch Zusatzinformationen anzeigen lassen, genauso wie hier unten in dem Bereich, wo halt extra Informationen gelistet sind. An unserem Institut untersuchen wir Methoden zur kognitiven Robotersteuerung. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Robotern, die vorwiegend im Haushaltsbereich autonom Aufgaben verrichten sollen. Wir betreiben also Grundlagenforschung, die in diesem Fall eine Schnittstelle von Robotik und künstlicher Intelligenz bildet und Methoden für intelligente Wahrnehmung und kompetente Objektmanipulation umfasst. Insbesondere sollen unsere Roboter selbstständig komplexe Aufgaben ausführen, beispielsweise zur Unterstützung von Menschen im Haushalt, wie hier zum Beispiel zu sehen zur Zubereitung von Lebensmitteln. Dazu müssen sie allerdings über kognitive Fähigkeiten verfügen, die ihnen helfen, Situationen zu verstehen, ihre Aktionen auszuwählen und Fehler zu erkennen und zu behandeln. Ich habe vorher im Bereich der natürlichen Sprachverarbeitung gearbeitet, da Roboter, die zum Beispiel von Nichtwissenschaftlern eingesetzt werden, natürlich einfach und intuitiv bedienbar sein müssen. Da ist es wichtig, dass man die Aufgaben einfach in natürlicher Sprache formulieren kann und der Roboter dann in der Lage ist, den Auftrag nicht nur zu interpretieren, sondern sich auch selbst herleiten kann, wie man die Aufgabe löst und was man dafür braucht. Die Erfahrungen, die ich während dieser Zeit gesammelt habe, kann ich jetzt wiederum im SFB einbringen. Mein schönster Moment im SFB ist der Moment gewesen, als ich die Zusage bekommen habe, dass ich einen 3-monatigen Auslandsaufenthalt in den USA absolvieren darf. Ich habe dort in einer Forschungsgruppe gearbeitet, die jetzt gerade erst neu aufgebaut wird. In der Forschungsgruppe geht es ganz gezielt um Materialinformatik. Und das fand ich für mich besonders interessant, weil das jetzt genau der Bereich ist, in den ich hier im SFB reingerutscht bin. Ich finde das spannend und erfrischend, dass man gerade in der Forschung häufig Leute findet, die sehr viel Spaß an ihrer Arbeit haben, die Ideen haben und die was verändern wollen. Und es macht halt einfach wahnsinnig Spaß, gerade auch mit den Studenten und mit anderen Doktoranden zusammenzuarbeiten, weil das ja eine sehr positive Arbeitsatmosphäre ist.